Ist ja geil. In immer mehr Holzwerkstätten halten Lasereinzug und deswegen stelle ich euch heute mal den Creality CR Laser Falcon in der 10 Watt Version vor. Es wird spannend. Ich habe mir diesmal ganz viel Mühe gegeben und habe dieses Video in Kapitel unterteilt. Wenn euch also ein Bereich nicht so interessiert, könnt ihr ganz einfach... Was haben wir denn hier Schönes? Eine Aufbauanleitung, 2 Holzbrettchen 15×15, 2 mm dick, ein EU-Kaltgerätekabel, eine leere Tüte, ein Netzteil 24 Volt 3 Ampere, also 72 Watt. So, dann haben wir hier die Lasereinheit, die X-Profile, ein paar Schrauben, ein bisschen Werkzeug, ein USB-Stick und diese Fokustreppe. Dann diese kleine Schutzkappe. Drei Füße. Okay. Eine super schicke grüne Brille. Die ist übrigens ganz wichtig. Dann haben wir hier die Y-Profile. Und hier ist die Verfahreinheit. Mit Bedienteil. Ah ja, und da ist auch der 4. Fuß dran. Und hier ist dann alles nochmal vernünftig hingelegt. Als erstes legt ihr euch die Verfahreinheit so hin und nehmt euch die Y-Profile mit den Gurten. Die eine hat hier seitlich so einen Stopper. Die muss nachher nach rechts, wo dieser Endschalter sitzt. Der Zahnriemen muss da oben rüber und die Schiene kommt hier so rein. Jedoch muss der Zahnriemen hinter diesem Rad hochkommen und vor diesem hier wieder in der Schiene verschwinden. Und wenn der Zahnriemen dann stramm gezogen ist, sollte das Ganze so laufen. Die linke Schiene baut ihr genauso ein. Das Ganze sollte dann jetzt so aussehen. Die Zahnriemen sind noch nicht gespannt. Als nächstes bauen wir das vordere X-Profil ein. Und zwar Schrift nach oben, Wasserwaage nach links. Die Schrauben nicht allzu festziehen. Denkt dran, das sind Aluminiumprofile. Am besten so rum festziehen. Und dann mit dem Langhebel noch ein kleines Stück. So, das sollte auf jeden Fall reichen. Die hintere Schiene hat auf der einen Seite 2 Gewindebohrungen. Diese müssen nach außen zeigen, weil da später die Füße mit rankommen. Solltet ihr also das Typenschild, so wie ich, unten haben wollen, dann müsst ihr die Schiene so rum einbauen. So rum wäre falsch, denn dann zeigen die Löcher nach drinnen. So rum ist richtig. Die Schiene dann sowie die vordere festschrauben. Als nächstes kommt das Bedienteil vorne rechts mit 2 Schrauben dran. Danach der linke vordere Fuß. So, bevor wir nun die hinteren Füße dran schrauben, müssen wir zuerst diese kleinen süßen Nupsis einbauen. Die kommen dort über den Zahnriemen mit in die Schiene rein. Damit spannen wir dann die Zahnriemen. So rum müssen die rein. Das geht auch recht schwer. Dann schieben wir ihn vorsichtig etwas tiefer rein, damit der andere auch noch Platz hat. Dann den Zahnriemen spannen und die kleinen Schrauben festschrauben. Jetzt kommen die hinteren Füße dran. Den Zahnriemen habe ich dann durch diese Aussparung gefädelt, damit der nicht so rumbaumelt.
Das Lasermodul wird einfach auf die Schiene geschoben und per Hand festgeschraubt. Das Kabel für das Lasermodul hat 2 solche Nupsi-Stecker und passt auch nur in eine Richtung. Dann die Folie von dem Schutzkörper abziehen und ranklicken. Dieser hält mit Magneten. Diese Fokushilfe kann man einfach in den Rahmen reinhängen. Als optionales Zubehör gibt es das Air Assist, die Honeycomb-Unterlage und ein Höhenerweiterungsset. Das Air Assist-System soll die Qualität der Schnitte erhöhen, indem der Laserstrahl mittig in einem Luftstrom auf das Werkstück trifft. Somit werden die verbrannten Partikel weggeblasen, die Schnittleistung soll erhöht werden und Schmauchspuren minimiert. Der Umbau ist denkbar einfach: Kabel abziehen, Modul von der Schiene nehmen und die Linse abschrauben. Dann die Düse vom Ring abziehen, den Ring draufschrauben, Düse wieder rauf und ausrichten. Danach die kleinen Mahnschrauben festziehen. Dann das Modul wieder auf die Schiene und die neue Schutzkappe dran. Dieser Umbau ändert nichts an der maximalen Arbeitshöhe. Die neue Düse verschwindet komplett in der Schutzkappe. Dann das Kabel wieder anstecken und den Schlauch an die Düse anschließen. Hier vorne etwas Spielraum lassen, damit man weiterhin die Höhe feststellen kann. Den Schlauch dann einfach mit diesen Klettdingern am Kabel befestigen. Das andere Ende vom Schlauch kommt an den Kompressor. Der Schlauch ist auch lang genug, dass dieser nicht zwingend auf dem Tisch stehen muss. Es gibt jedoch auch Anwendungsfälle, wo es besser ist, ohne Luft zu lasern. Dazu sage ich dann in den einzelnen Kapiteln zu den Materialien noch etwas. Die Honeycomb-Unterlage schützt vor allem euren Tisch vor dem Laser. Zusammen mit dem Air Assist werden damit auch Schmauchspuren auf der Unterseite verringert. Mit größeren Unterlegscheiben zwischen dem Honeycomb und der Stahlplatte kann man auch erkennen, ob der Laser schon durchs Material durchgekommen ist. Die Unterlage, die ich gestellt bekommen habe, ist 32 x 32 cm und hat effektiv 30 x 30 cm Arbeitsfläche. Das von mir nachgekaufte war mit 40 x 40 angegeben, hat aber nur 38,5 x 38,5 Arbeitsfläche. Dies war jedoch ein Fremdhersteller. Wenn ihr die Arbeitsfläche voll ausnutzen wollt, müsst ihr also nach 50 x 50 schauen und das Gerät und zwischen die Füße passen 51 x 58 cm. Die Höhenerweiterung besteht aus 12 zusammenschraubbaren Zylindern. Mit dem Lasermodul auf Anschlag kommt man dann auf eine Gesamthöhe von gut 13 cm, die das Werkstück haben darf. Hier sind einmal die wichtigsten Daten auf einen Blick. Am interessantesten sind die große Arbeitsfläche von 400 x 415 mm, die 10 Watt Laserleistung in diesem Modell und das geringe Gewicht von knapp über 3 Kilogramm. Zur Lautstärke habe ich keine Angaben gefunden, das Gerät ist aber angenehm leise. Das lauteste ist der Lüfter der Lasereinheit. Die Fahrmechanik ist extrem leise, was unter anderem an den verbauten Motortreibern und am selbstentwickelten Algorithmus liegt. Wer sich mit 3D-Druckern beschäftigt, dem ist Creality auf jeden Fall ein Begriff. Der Laser kann entweder per USB-C-Schnittstelle mit einem Rechner verbunden oder per MicroSD-Karte betrieben werden. Tja, die Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Ich habe beides ausprobiert und für mich kommt nur noch der Betrieb mit Karte in Frage. Punkt 1. Material ausrichten. Mit dem USB-Kabel muss der Laser zunächst manuell in die Home-Position geschickt werden. Dann drückt man auf Rahmen und der Laser fährt einmal den Rahmen ab und das auch ohne die Laser einzuschalten. Das macht das Ausrichten sehr umständlich und ungenau. Hat man dann vergessen, den Fokus einzustellen und verschiebt den Laser manuell, muss man wieder manuell auf Home drücken. Ansonsten stimmen die Koordinaten nicht mehr und er fährt im schlimmsten Fall in den Rahmen hinein. Ohne PC fährt der Laser immer allein in die Home-Position und fährt dann den Rahmen endlos mit eingeschalteten Laser ab.
So kann man in aller Ruhe und sehr genau ausrichten. Mit nochmaligen Drücken startet der Laser dann den Job. Für mich ein mega Vorteil für den Kartenbetrieb. So, Punkt 2 ist die Rechnernutzung. Der Betrieb am Kabel hat natürlich den Vorteil, dass man nicht ständig die Karten tauschen muss. Das ist aus meiner Sicht aber auch der einzige Vorteil. Nachteil ist ganz klar, dass der Rechner während des Lesens blockiert ist und nicht genutzt werden kann. Beim Betrieb mit Karte hingegen kann währenddessen schon das nächste Projekt vorbereitet werden. Lasert man wie ich ein Programm gleich 20 Mal hintereinander, wie zum Beispiel meine Geburtstagskarten, dann muss der Rechner währenddessen gar nicht laufen, was natürlich auch immens Strom spart. So, jetzt kommt das Thema Sicherheit. Jetzt bitte alle aufpassen. Niemals ohne Schutzbrille arbeiten. Am besten noch so ein komplettes Schutzgehäuse. Ich habe das jetzt nicht drum, weil ich filmen will. Sobald ihr den Startknopf drückt, müsst ihr das Ding aufhaben. Ganz wichtig, weil das hier ist alles Metall, das reflektiert. Das heißt, wenn der Laser darauf kommt, der braucht bloß eine Ecke so ganz blöd erwischen. Der Laser geht seitwärts weg. Und bevor ihr merkt, dass irgendwas passiert ist, ist es schon zu spät. Und es heißt, so, willkommen in deinem restlichen Leben. Und ich denke mal, das will keiner. Also, ganz wichtig, Schutzbrille. So, jetzt gucken wir an, was das Gerät noch an Schutzmechanismen zu bieten hat. Okay. Stimmt. Aber mach direkt weiter. Okay, ob du das sehen kann. So 2 Finger brauche ich, 5 cm angehoben. Stimmt. Okay. Ja, funktioniert. Auch ganz wichtig zum Thema Sicherheit sind Dämpfer und Gase. Egal was ihr graviert oder schneidet, es wird Material verbrannt. Dabei entstehen Dämpfer und Gase und die wollt ihr nicht einatmen. Wenn möglich, stellt das Gerät draußen auf. Mit SD-Kartenbetrieb und nur 3,2 Kilo ist das die beste Option. Wenn das nicht geht, besorgt euch ein Gehäuse und eine Absaugung mit Filtern. Da meine Absaugung mit über einem Monat Verzögerung geliefert wurde, habe ich mir eine Absaugung selbst gedruckt und durchs Fenster nach draußen geblasen. Notfalls Fenster weit auf und einen großen Lüfter aufstellen. Papier und Bastelpapier lässt sich natürlich hervorragend schneiden. Ich habe mir hier als erstes einen Vorrat an Geburtstagskarten gebastelt. Die lassen sich mit dem Laser unglaublich filigran gestalten. In den Freiflächen habe ich mir dicke Unterlegscheiben gelegt, damit das Papier sich nicht bewegt. Was mich auch zu dem Punkt Air Assist bringt. Ihr seht es hier, mit eingeschaltetem Air Assist werden die bereits geschnittenen Teile weggeblasen. Hier besteht natürlich die Gefahr, dass diese Teile ungünstig liegen bleiben, sich verkanten und das Papier wegschieben. Papier und Bastelpapier, also zumindest bei diesen filigranen Sachen, besser ohne Air Assist. Auch sehr cool ist die Möglichkeit, einzelne Striche als Perforation zu lasern. Hier kann man sehr genau einstellen, wie lang die Schnitte und die Lücken sein sollen. In diesem Fall habe ich 0,2 mm gelasert und 0,3 mm Steg stehen lassen. Und schaut mal hier, ihr bekommt eine perfekte Perforation, entweder zum Umfalten und Kleben oder direkt zum Abreißen. Diese Vorlagen kann ich euch jedoch aus kopierrechtlichen Gründen nicht zum Download anbieten. Es gibt diese jedoch kostenlos, Link ist in der Videobeschreibung. Pappe lässt sich auch super schneiden. Nun könnte man meinen, gut, aber warum soll ich Pappe schneiden? Nun, auch hier gibt es mehr Anwendungen, als man vielleicht denkt. Ihr wollt zum Beispiel ein größeres Projekt in Holz bauen und seid noch in der Planung. Nun, mit Pappe und einem Laser kann man sehr schnell und sehr präzise Prototypen anfertigen, bevor man dann zu viel Abfallholz produziert. Auch im Dekobereich kann man mit Pappe direkt einiges anfangen. Wenn ihr zum Beispiel, so wie ich, einige Tools entwickelt, herstellt und verkauft, dann könnt ihr mit einem Laser auch eigene maßgeschneiderte Kartons dafür herstellen. In diesem Fall habe ich die mit 10 mm die Sekunde und 100% geschnitten. Die Perforation ist mit 1 mm Schnitt und 1 mm Steg. Das Thema Holz ist natürlich das Interessanteste. Als allererstes habe ich den mitgelieferten G-Code für diesen Adler auf den mitgelieferten 2 mm Hölzchen gelasert. Und wie es zu erwarten war, funktionierte das perfekt. Der Laser schneidet dieses Motiv direkt in einem Durchgang perfekt aus. Aber auch hier schön zu sehen,
Bei sehr dünnem Holz und sehr filigranem Motiv ist das Air Assist nicht unbedingt empfehlenswert. Auch hier fliegen die geschnittenen Teile sofort weg. Bei etwas größeren Teilen wie diese 5x5 cm Box ist das Air Assist eine feine Sache. Die Box ist aus 4 mm Sperrholz und mit 2,5 mm pro Sekunde bei 100% Leistung geschnitten und bis auf diesen Astansatz hier problemlos durch. Dann habe ich noch Schnitttests mit 6 mm Multiplex gemacht. Insgesamt waren 6 Schnitte nötig, um durchzukommen. So ist das jetzt geschnitten worden. Das heißt, von hier oben kam der Laser und ihr könnt das wahrscheinlich schon sehen. Der Schnitt ist nicht ganz gerade. Je öfter der Laser durch muss, desto mehr brennt die obere Seite aus. Was dazu führt, dass die Kanten schief sind. Dann habe ich 10 mm dicke Fichte probiert und mit 1 mm pro Sekunde und 100% Leistung ist der Laser direkt durchgekommen. Als nächstes habe ich einen Test mit 2 mm pro Sekunde und 2 Durchgängen und 4 mm pro Sekunde und 4 Durchgängen gemacht. Hat jedes Mal funktioniert. Warum habe ich das gemacht? Hier seht ihr mal die Schnittkanten im Vergleich und wie man sehen kann, je schneller der Laser durch ist, desto geringer sind die Brandspuren und desto sauberer ist der Schnitt. Dann wollte ich es direkt wissen und habe mir ein 24 mm Fichtenbrett geschnappt. Nach 8 Durchgängen mit 1 mm pro Sekunde habe ich dann abgebrochen und das Brett durchgebrochen. Und hier sieht man dann auch ganz deutlich, sobald Astansätze oder härtere Jahresringe kommen, kommt der Laser nicht weiter. 24 mm Fichte geht also auch nicht zu schneiden. Holz lässt sich natürlich hervorragend gravieren. Je nach Holzsorte muss man mit den Einstellungen spielen, um die perfekte Gravur hinzubekommen. Edelstahl, Aluminium und alle anderen Metalle lassen sich nicht schneiden. Dafür reicht die Leistung des Lasers nicht. Auch direktes Gravieren funktioniert nicht. Wir können die Oberfläche jedoch trotzdem hervorragend mit dem Laser beschriften. Das Geheimnis ist Hochtemperaturlack oder auch Einbrennlack genannt. Die Fläche, die ihr beschriften wollt, einfach mit dem Lack einsprühen. Eine dünne Lage reicht hier völlig. Es geht nur darum, dem Laser eine dunkle Oberfläche zu bieten, auf der er die nötige Hitze entwickeln kann. Diese Hitze sorgt dann dafür, dass der Lack eine nicht mehr lösbare Verbindung mit dem Metall eingeht. Den überschüssigen Lack könnt ihr dann ganz einfach mit Aceton entfernen. Eloxierte Metalle können jedoch direkt graviert werden, da diese schon eine Beschichtung haben. Hier habe ich auf Aluminium graviert und das sieht erstmal sehr interessant aus. Ich sage euch gleich warum, ich mache das mal ganz schnell sauber. So, hier unten hat er angefangen und hat sich nach oben durchgearbeitet. Hier an dieser Stelle gibt es einen Cut. Ab da wird es heller und dann gibt es hier wieder einen Cut. Ab da wird es wieder dunkler. Die Lösung ist ganz einfach. Ich habe gestartet und hier fiel mir ein, dass ich den Air Assist vergessen habe einzuschalten. Ab hier hat er Luft drauf gepustet. Als er dann hier war, ist mir die Stelle hier unten aufgefallen und ich habe den Air Assist wieder ausgemacht. Und die Erklärung ist, glaube ich, ganz einfach. Hier beim Lasern pustet er von oben ständig Luft drauf, was, wenn wir Edelstahl oder Aluminium gravieren wollen, nicht hilfreich ist, weil das zusätzlich abkühlt. Und wir wollen ja so viel Hitze wie möglich da reinkriegen. Ohne Air Assist ist die Gravur also deutlich dunkler. Spiegel und Glas lassen sich mit dem gleichen Trick wie mit dem Edelstahl gravieren. Jedoch verbindet sich der Lack nicht mit der Oberfläche. Hier sorgt die Hitze dafür, dass mikrofeine Risse im Glas entstehen. Wenn der Lack wieder mit Aceton entfernt wurde, sieht man, dass hier wirklich graviert wurde. Und es sieht super cool aus. Fliesen lassen sich auch gravieren. Hier habe ich mir eine dunkle Bodenfliese genommen. Diese kann man direkt so gravieren. Helle Fliesen hatte ich leider nicht zur Hand, aber ich bin mir sicher, das funktioniert mit dem schwarzen Lack genauso gut wie auf Edelstahl. Ja, ihr habt richtig gelesen, sogar Steine kann man mit einem Laser gravieren. Und das sogar sehr gut. Schaut mal hier, die Gravur ist richtig hell geworden. Leder lässt sich auch gravieren und schneiden. Hier muss man jedoch darauf achten, dass sich das Leder nicht verzieht oder wellt beim Schneiden. Ich habe hier mal ein richtig dickes Stück Leder getestet. Dann nur noch ein Lederband durch und fertig ist das Geld- oder Geschenksäckchen. Na gut, für diese Anwendung war mein Leder zu steif. So, was ziehen wir jetzt für ein Fazit? Es ist auf jeden Fall eine schöne Maschine. Im Thema Holz nicht das, was ich mir erhofft hatte. Bei dem Multiplex 6 mm hatte ich gehofft, dass er das schafft. Trotzdem diese dünnen Sachen für Deko
auf jeden Fall super. Auch der ganze Bereich mit Papier, sehr interessant. Funktioniert hervorragend. Ich werde das Gerät auf jeden Fall behalten. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich auch künftig die Geschichten mit dem Anzeichnen hiermit übernehmen werde. Dass ich dann nicht mehr ausdrucken, aufkleben, ausschneiden, aussägen und so weiter, das Papier darunter fummeln, dass man das vielleicht hiermit macht. Ich werde jetzt vielleicht nicht direkt Projekte mit dem Ding bauen, aber was ich so privat bastel, werde ich abseits der Videos trotzdem auf der Homepage verlinken. Das heißt, ihr könnt da nach wie vor dann auch für dieses Gerät kostenfreie Pläne und Programme bekommen. Ich habe noch einen Rabattcode für euch bekommen, den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Schaut euch auf jeden Fall mal an, ist ein schönes Gerät. Also ich bin doch beeindruckt davon. Ja, das war's dann auch schon mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ihr könnt mich auch gerne unterstützen, indem ihr diesen Kanal abonniert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.